Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch ein sizilianisches Mandelgebäck und zwar nennen sich die wunderbaren Kekschen Mandorlini. Natürlich nach den Mandeln benannt und nach dem Marzipan. Und ich habe mir gedacht, wir waren ja in Südtirol und da bringe ich euch was aus Italien mit. Nun sind diese Kekse original aus Sizilien, man isst sie dort gern zum Kaffee und ich habe mir gedacht, das ist eine tolle Einstimmung, so ein bisschen schon in die Weihnachtsbäckerei und ich liebe einfach Marzipan und Mandeln und in der Kombination mit Amaretto auch noch ist es einfach ein traumhaftes Gebäck. Und wir starten gleich mit der Zubereitung. Ihr findet das Rezept zum Ausdrucken bei mir auch auf dem Blog. Wie immer verlinke ich euch den hier oben auf dem kleinen i und ihr findet ihn hier unten unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch alle anderen wichtigen Links. Schaut dort einfach mal rein und vergesst bitte auch nicht, den Kanal gleich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video von mir online geht. Zunächst vermischen wir uns die trockenen Zutaten und zwar haben wir hier 150 Gramm blanchierte und gemahlene Mandeln, 80 Gramm Puderzucker, 25 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz darf natürlich nicht fehlen und wir geben uns noch den Abrieb einer halben Zitrone darüber. Ihr wisst, ich reibe mir die Zitronen immer ganz ab, auch wenn ich nur einen Teil benötige und lasse den Rest dann auf einem Tellerchen trocknen. So habe ich immer gemahlene Zitronenschale daheim. Dies alles jetzt schön miteinander vermischen. Wenn euer Puderzucker schon länger offen ist, dann ist er meistens schon etwas klumpig. Dann am besten durchsieben, dann hat man keine Klümpchen in der Masse. So, das stellen wir uns gerade beiseite. Dann haben wir unsere Marzipan-Rohmasse und zwar 200 Gramm. Die könnt ihr euch gerade würfeln oder sie einfach zupfen, das geht auch. So, und die geben wir uns jetzt hier in unsere Schüssel. Möglichst so auseinander zupfen, so ein bisschen, dass es nicht so klebt, dass wir wirklich einzelne Stückchen haben. Da geht es einfacher nachher. Wunderbar. Ja, dazu kommt unser Eiweiß, ein Eiweiß. Und 30 Milliliter Amaretto. Und jetzt müssen wir das Ganze zu einer cremigen Paste verrühren. Los geht's! Sollte sich bei euch das Marzipan nicht so richtig gut mit dem Eiweiß und dem Amaretto verbinden, dann einfach versuchen, händisch so ein bisschen das zu zerdrücken. Es ist wichtig, das nicht im Mixgerät zu machen, damit das Marzipan nicht leidet. Noch besser ist es eigentlich, das Ganze mit der Hand zu vermengen. Aber so geht es auch. Man muss nur etwas Geduld haben. Ihr seht, es verbindet sich jetzt schon etwas mehr und gleich wird es eine schöne Paste sein. So, unser Marzipan ist mit viel Geduld mit dem Amaretto und dem Eiweiß verrührt. Jetzt können wir uns das Mandelmehl und die Marzipanmasse zusammenmischen und unseren Teig fertigstellen. Hier haben wir nun unsere Mandelmischung und das Marzipan kommt hinzu. Es duftet schon sehr, sehr lecker. Das werden wir jetzt einfach gerade miteinander verrühren, bis Krümel entstehen und wir die Masse schön zusammendrücken können. So, und ihr seht, jetzt entsteht der Teig. Ihr könnt hier auch die Knethaken natürlich verwenden. Das geht dann etwas besser. Ich war mal wieder zu faul und wollte nicht noch die Knethaken spülen. Der Teig ist relativ klebrig. Das muss auch so sein, damit nachher unsere Mandelblättchen dann auch
kleben bleiben, also wundert euch bitte nicht. Und nehmt am besten angefeuchtete Hände oder Handschuhe zur Verarbeitung des Teiges. Während der Ofen jetzt auch vorheizt, den habe ich mir schon auf 175 Grad Ober-Unterhitze eingestellt, werde ich noch einmal hier durchkneten mit Handschuhen. Wie gesagt, das sollte ein richtig schön klebriger Teig sein. Das ist richtig so, denn sonst haften ja auch die Mandeln nachher nicht dran. Und jetzt nehmen wir uns von diesem Teig walnussgroße Stückchen ab und rollen uns schöne kleine Plätzchen zwischen den Handballen. Und ihr seht, das geht mit Handschuhen ganz gut. Und wenn ihr keine Handschuhe da habt, dann feuchtet euch die Hände zwischendurch an. Einfach auf ein nasses Küchentuch drücken zum Beispiel, dann geht es auch ganz gut. Und jetzt haben wir hier unser Kügelchen. Und das Kügelchen, das werden wir jetzt einfach in die Mandeln geben und wälzen darin. Die dürfen auch ruhig ein bisschen klein gemacht sein, dann haften sie einfach besser. Und das Kügelchen kommt dann auf unser Backblech mit Backpapier belegt oder Backfolie. Und wenn wir alle geformt haben, können wir sie auch schon backen. 12 bis 15 Minuten kommen sie in den vorgeheizten Backofen. Das ist wirklich kinderleicht. Wunderschön sehen sie jetzt aus. Und sie dürfen jetzt bei 175 Grad Ober-Unterhitze für 12 bis 15 Minuten in die Mitte des vorgeheizten Backofens. Ja, ich habe jetzt genau ein Blech aus der Masse herausbekommen. Das hängt natürlich davon ab, wie groß ihr sie macht. Aber macht sie bitte auch nicht zu klein, denn das Interessante an den Mandorlini ist einfach das Außen knusprige und innen noch weiche Marzipanige. Auf geht's in den Ofen! Da kommen unsere Mandorlini auch schon. Wunderschön sind sie geworden. Sie dürfen goldbraun gebacken sein und so ein bisschen aufspringen. Also nicht zu lang backen, nicht zu dunkel backen. So 12 bis 15 Minuten, wie gesagt, bei mir waren sie jetzt nur 12 Minuten drin. Und sie sollen innen drin noch weich sein und außen knusprig. Und jetzt werden sie noch warm mit Puderzucker bestäubt. Und dann kann man sie ganz auskühlen lassen und genießen. Es schneit. Wunderschön. Ich liebe das. Puderzucker auf Plätzchen. Es ist einfach schön. Ich habe mir alles schön hergerichtet, mir einen Kaffee gekocht und natürlich auch schon heimlich genascht. Also sie schmecken traumhaft lecker und ihr seht, sie sind außen super schön knusprig geworden und innen drin weich und mega, mega lecker. Ich habe schon genascht, ich gebe es zu, aber jetzt auch nochmal für euch. Traumhaft lecker. Schmecken außen knusprig, innen weich, so ganz, ganz fein zitronig mit diesem Mandelaroma, Marzipan. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, also ihr müsst sie nachbacken. Einfach ein Traum. Das waren die wunderschönen Mandorlini aus Sizilien. Ein traumhaftes Gebäck. Ich liebe sie einfach. Ich hoffe, ihr backt das Rezept einmal nach und dann schickt mir gerne eure Fotos auf Facebook und auf Instagram. Alle Links dazu findet ihr, wie gesagt, hier unten in der Videobeschreibung. Einfach dort unten mal schauen und auf mehr klicken. Da öffnet sich dann so eine Box und da findet ihr alles Wichtige. Auch den Rezeptlink zu meinem Blog. Und dort könnt ihr das Rezept, wie gesagt, auch ausdrucken. Ja, und vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, denn jeden Sonntag um 10 Uhr geht hier ein neues Video online und zwar meistens ein langes, so wie ihr euch es gewünscht habt. Ich habe gehört und gelesen, dass die langen Videos doch ganz, ganz beliebt sind und die kurzen, naja, das will man von mir nicht so gerne sehen, sondern man vermisst dann meine Erklärungen und das freut mich natürlich sehr. Vielen, vielen Dank für euer Feedback. Es ist für uns YouTuber manchmal etwas schwierig, sich zurechtzufinden. Manchmal denkt man, ach, vielleicht sollte ich mit der Zeit gehen und doch lieber kürzere Videos machen. Aber ich sehe, ihr wollt die ganzen Erklärungen dazu haben. Dann ist es auch in Ordnung, wenn sie etwas länger sind, die Videos. Wir sehen uns nächste Woche um 10 Uhr am Sonntag hier wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss!